Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind Anno 117 Gameplay Reveal erst im Mai, Oblivion Remake angeblich kurz vor Release, Land of the Vikings im Angebot, Citadellum mit großem 2.0 Patch, Content Update 7 für Timberborn, Indie RTS Colonizer im Playtest, mit The Three Kingdoms erscheint demnächst das nächste große DLC für Age of Empires 2 und ich werde mit euch stundenlang Tempest Rising streamen. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Meine heutige Kaufempfehlung an euch ist Land of the Vikings, dazu aber gleich noch mehr. This is Land of the Vikings. Kurze News zu Anno 117, die es aber leider in sich hat. Denn der ursprünglich für den April angekündigte große Gameplay-Reveal musste auf Mitte Mai verschoben werden. Stattdessen gibt es kommende Woche am 15. April einen neuen Dev-Livestream, dessen Inhalt ich euch natürlich wie gewohnt im Anno-News-Format zusammenfassen werde. Angeblich kein Grund zur Panik, da man lediglich die Monate verwechselt hat, zumindest falls das stimmt. Am Release 2025 wird soweit weiter festgehalten. My blades have failed. The Empire. She is in chaos. Jeden Moment soll es soweit sein, das zumindest liest man seit Tagen auf unterschiedlichen Games-Seiten. Jetzt sogar ohne große Ankündigung als Stealth-Release. Die Rede ist natürlich von The Elder Scrolls 4 Oblivion, also dem Vorgängerspiel zu Skyrim. Oblivion wurde ursprünglich 2006 für PC, Xbox 360 und PlayStation 3 veröffentlicht und gehört ohne Frage zu den besten Bethesda-Spielen. Handlungsort ist die Provinz Cyrodiil auf dem Kontinent Tamriel zum Ende des 433. Jahres der dritten Ära oder so ähnlich. Hier herrscht Kaiser Uriel Septim VII., der im Begriff ist abzudanken. Als allerdings seine 3 bekannten Söhne von einer Sekte ermordet werden, muss er sich in ein geheimes Versteck zurückziehen, dessen Geheimgang genau durch die Gefängniszelle führt, in welcher ihr euch als Spieler zu Beginn befindet. Wäre das Ganze nicht schon schlimm genug, öffnen sich dann auch noch überall Portale zum Nether, zu einer anderen Dimension, weswegen ihr beschließt, die Welt zu retten. Ich hatte seinerzeit ultra viel Spaß mit Oblivion, welches aber mit der Zeit vor allem auf technischer Ebene nicht besonders gut gealtert ist, weswegen ich mich sehr über ein Remake freuen würde, wenn es denn kommt. The land here can sustain us. We're counting on you to lead us wisely. Wer noch auf der Suche nach einem klassischen Mittelalter-Aufbauspiel ist, sollte sich mal Land of the Vikings genauer anschauen. Wie der Name schon sagt, baut ihr hier ein Wikingerdorf auf, sammelt Rohstoffe und trotz den rauen Jahreszeiten. Seid ihr stark genug, bildet ihr eine Armee aus und plündert gegnerische Dörfer, während ihr euch so immer weiter bereichert. Bei meinem Partner Instant Gaming erhaltet ihr Land of the Vikings für faire 9,50 € im Angebot und seid dann stundenlang beschäftigt. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. We trade with our neighbors. This is Land of the Vikings. Rund 6 Monate nach seinem Early Access Release hat Citadellum sein sogenanntes 2.0 Julius Update erhalten. Das Ganze ist dabei durchaus umfangreich ausgefallen und bietet euch über neues Gameplay, Gebäude, Mechaniken und technische Verbesserungen auch reichlich Optimierungen. So gibt es jetzt zum Beispiel Salz und Lehm zum Abbauen, sowie auch Oliven, Öl, Lehmziegel, Keramik, Käse und Honig als neue Ressourcen zu produzieren.
Darüber hinaus lassen sich Schlachten jetzt auch einfach simulieren, sowie 3 neue Wunder bauen. Wer den Titel also bereits wieder beiseite gelegt hatte, findet eventuell jetzt wieder einige Anreize, erneut reinzuzocken. Das große Julius-Update steht euch seit dem 11.04. kostenlos zum Download bereit. Das schon länger im Beta-Test befindliche Update 7 für Timberborn ist auf der Zielgeraden und erscheint für alle fix am 8. Mai 2025. Update 7 erweitert den postapokalyptischen Biber-Simulator um 3D-Terrain, also die Möglichkeit, Übergänge bauen zu können, sowie vor allem um Ziplines sowie Tubeways, um den Bibern viel schneller von A nach B zu verhelfen und euch damit auch deutlich weitläufiger expandieren lässt. Dazu gibt's wie gewohnt passende Map-Reworks, Balancing-Änderungen und haufenweise gefixte Bugs. Mit Colonizer ist ein spannendes Mittelalter-RTS in den Playtest gestartet. Der Indie-Titel von Canton Games mixt Age of Empires mit MMO-Elementen und sieht schon verdammt gut aus. Hier müsst ihr nach einer Bruchlandung auf einem außerirdischen Planeten eine neue Kolonie gründen, in welcher sich die Technik in den letzten Jahrhunderten wieder auf den Stand des Mittelalters zurückentwickelt hat. Wer mal reinzocken möchte, kann sich ganz einfach über deren Steam-Page für den Playtest anmelden. Ich selbst wurde bereits nach wenigen Stunden freigeschaltet, es scheint also kein Limit zu geben. Nachdem Age of Empires 2 in dieser Woche sein großes Update mit einer legendär langen Patch-Note erhalten hat, geht es direkt mit dem nächsten DLC weiter. In The Three Kingdoms, welcher bereits am 6. Mai erscheint und schon jetzt günstiger vorbestellt werden kann, wird der Oldie um die Geschichte der 3 Königreiche Chinas erweitert, in welcher diese im Kampf um die Vorherrschaft aufeinanderprallen. Dafür werden gleich 5 neue Zivilisationen mit einzigartigen Einheiten und Technologien eingeführt. Also die Shu, Wei und Wu als die 3 Reiche sowie die Jurchen und Khitan, die den Kampf um die Macht in Nordchina nach der Zeit der 3 Reiche verkörpern. Der DLC beinhaltet auch 3 neue Kampagnen, in welcher erstmal Spezialfähigkeiten für Helden sowie ein interaktives Entscheidungssystem zum Einsatz kommt. Hello, and welcome to Tempest Rising, a love letter to the golden era of classic RTS games. Und zum Abschluss dann noch eine Ankündigung in eigener Sache. Da ich leider mit keiner Review-Version von Tempest Rising bedacht wurde, ja, ich bin denen noch zu klein, dazu wenig Abos, kann ich euch kein großartiges Review zum RTS-Hoffnungsträger anbieten. Alternativ werde ich kommenden Donnerstag, also am 17. April, einen ausführlichen Livestream-Marathon auf Twitch starten und den Titel dann eben live mit euch auf Herz und Nieren testen. Wer sich also vor dem Kauf nochmal ausführlich informieren möchte, sei herzlich eingeladen und allen anderen wünsche ich viel Spaß beim selber zocken. Los geht's dann direkt mittags oder nachmittags direkt mit dem Release. In diesem Sinne, euch ein schönes Restwochenende, gönnt euch Land of the Vikings und bis zum nächsten Mal. And the Tempest Dynasty. Tempest Rising launches April 24th on Steam. Those who pre-order the deluxe edition will receive 7 days of advanced access, giving players an early glimpse at the global conflict and the secrets that lie beneath the roots of the growing Tempest. Welcome to Tempest Rising. Get ready to fight like hell.